Hallo, heute will ich euch mal zeigen, wie man die Hobelmesser von einer Scheppach HMC 2600 wechselt. Das ist schon eine ältere Maschine vom Baujahr 1989 und es ist, wie es die Bezeichnung schon sagt, ist es ein Abrichtdickenhobel mit einer Messerlänge von 26 cm. Und dieser Abrichtdickenhobel verwendet zwei Hobelmesser auf der Welle. Und da habe ich jetzt mal alles zusammengestellt, was ich so brauche. Das sind jetzt einmal in der Verpackung die zwei neuen, oder besser gesagt geschärften Hobelmesser. Und dann zum Rausschrauben braucht man einen 5er Imbusschlüssel sowie eine 8 mm Gabelschlüssel. Und dafür würde ich dann Handschuhe verwenden. Und dann habe ich noch eine Wasserwaage, die relativ neu ist und nicht vermackt und ohne sonstige Beschädigungen. Und zum Wechseln habe ich mir jetzt auf beiden Tischen Markierungen gemacht. Das weiß ich nicht, ob man es jetzt sehen kann. Das sind einmal 3 Längslinien in Längsrichtung. Und diese Linien sind sowohl auf dem Abgabetisch als auch auf dem Eingabetisch habe ich da 3 Längslinien gemacht, damit, wenn ich die Wasserwaage drauflege, damit die einigermaßen parallel liegt, die Wasserwaage. Und zum Einstellen habe ich dann noch auf der linken Seite auf dem Abgabetisch 2 Markierungen gemacht mit einem Abstand von 3 mm. Das wäre dann zum Einstellen. Die Markierungen zum Wechseln selber ist noch eins auf jeden Fall sehr Wichtiges zu erwähnen. Aus Sicherheitsgründen sollte man immer den Stecker ziehen, wenn man an den Maschinen arbeitet. Dann sieht man jetzt hier die Hobelwelle mit den 2 Hobelmessern. Und das ist das Hobelmesser. Und rechts daneben sieht man jetzt die Klemmschrauben, mit dem die Klemmleiste gegen das Hobelmesser drückt und es somit festhält. Und diese Klemmleiste hat Vierkantschrauben, mit denen die Klemmleiste gegen das Hobelmesser drückt. Und zum Einstellen der Höhe des Hobelmessers befinden sich an den beiden Außenseiten 2 Vertiefungen, in denen sich Imbusschrauben befinden. Und das ist ein 5er Imbus, mit dem man das Hobelmesser in der Höhe verstellen kann. Und somit würde ich jetzt zum Wechseln Handschuhe anziehen und dann das erste Hobelmesser aus der Hobelmaschine entfernen. So, jetzt habe ich meine Handschuhe angezogen und zum Lösen des ersten Hobelmessers habe ich jetzt das erste Hobelmesser hingedreht auf der Welle, sodass ich Zugang habe zu den Schrauben für die Klemmleiste. Und diese Schrauben haben einen Vierkantkopf und es ist eine 8 mm Schlüsselweite, die ich da habe. Und die werden durch rechts herumdrehen gelöst. Dadurch löst sich die Schraube und das macht man dann jetzt bei allen 5 Schrauben. Das sind 5 Schrauben, die die Klemmleiste festhalten. Und dann merkt man jetzt schon, wie sich es gelöst hat. Wenn man das dann hat, kann man seitlich mit den Handschuhen ans Messer. Dann verschiebt sich das nach links und man kann dann das Hobelmesser greifen und rausziehen. Das wäre jetzt eines der beiden Hobelmesser. Was man jetzt noch hat, ist die Klemmleiste. Die kann man dann auch noch entfernen. Habe ich jetzt hier die Klemmleiste mit den 5 Schrauben, mit den besagten 8 mm Vierkantköpfen. Die kann man dann aus der Hobelwelle entfernen. Dann sieht man jetzt hier die Hobelwelle und die mache ich jetzt mal kurz sauber. Was man hier jetzt auch schön sieht, sind die 2 Imbusschrauben. Und anhand, wie weit man die rein oder rausschraubt, verstellt man die Höhe des Hobelmessers. Da das Hobelmesser mit der Hinterseite auf den Schraubenköpfen aufliegt und durch Drehen des 5er Imbusschlüssel wird somit auch die Höhe des Hobelmessers verstellt. Wenn dann die Aussparung in der Hobelwelle soweit gereinigt ist, ohne irgendwelche Rückstände, dann kann man die Welle wieder nehmen und weiterdrehen, dabei Handschuhe verwenden, damit man sich nicht schneidet. Dann sieht man jetzt hier die zweite Welle und die werde ich jetzt dann ebenso lösen wie die vorherige.
So, jetzt habe ich beide Hobelmesser entfernt und habe die Aussparung in der Hobelwelle nochmal gereinigt. Und hier habe ich jetzt die beiden Klemmleisten mit den Hobelmessern. Und daneben liegen jetzt die wo geschärft sind. Da habe ich jetzt irgendwie versucht zu recherchieren, was da das Mindestmaß ist, an was man an Höhe haben muss für diese Hobelmesser. Ich habe aber jetzt noch eine Anleitung gefunden von früher, so ein Werbeprospekt. Das ist von Schebach selber. Und da sieht man das Zubehör, was es so gibt. Und da gibt es dann Hobelmesser, die 260 für die Maschine jetzt und mit einer Höhe von 17,5 mal einer Stärke von 3 mm. Gibt es dann auch nochmal verschiedene Ausführungen, auch mit HSS-Stahl und dann auch die breitere Ausführung für den HMC 3200. Und dann auch noch Wendeplatten gibt es dann auch noch. Aber ich habe mal im Internet geschaut, solche Messer kosten zwischen 35 und 60 Euro. So ein Satz Messer in der Breite. Und jetzt habe ich halt bei meinen festgestellt, dass die geschärften noch eine Höhe, eine Gesamthöhe von, glaube ich, 16 mm haben. Und da würde ich dann schon sagen, dass ich mir die dann nicht mehr verwende, sondern jetzt, weil sie geschärft sind, nochmal einmal einbaue. Aber das ist wahrscheinlich schon die Grenze, die 15, 16 mm. Weiter runter würde ich jetzt persönlich nicht gehen, da man schon eine Anlagefläche braucht. Weil hier sieht man jetzt links das Hobelmesser und rechts die Klemmleiste und anhand der Fläche wird das Ganze zusammengehalten und gepresst und da braucht man schon die Materialhöhe, damit das auch sicher gehalten wird. Und jetzt würde ich die geschärften Hobelmesser wieder einbauen. So, dann habe ich jetzt hier die Hobelwelle soweit gereinigt, damit ich das Hobelmesser, das geschärfte, wieder einbauen kann. So, dann würde ich jetzt wieder die Hobelmesser einbauen in die Hobelwelle. Da habe ich jetzt die Klemmleiste sauber gemacht und gereinigt. Und die tut man als erstes wieder rein. Dafür muss man die 5 Schrauben ein wenig reinschrauben, damit man sie wieder reinbekommt in die Hobelwelle. Und man muss schauen, dass quasi das spitz zulaufende Ende nach oben zeigt. Und so rum kommen die dann wieder in die Hobelwelle rein. Wenn man das dann hat, dann hält man das mit einer Hand fest, nimmt das Hobelmesser und schiebt es dann dazwischen, bis es auf die Imbusschrauben aufliegt, mit dem man die Höhe einstellen kann. Dann richtet man es grob aus, das Hobelmesser, dass es beidseitig genau in der Welle ist. Und bei der Maschine ist es jetzt so, dass das Hobelmesser ungefähr 1 mm außerhalb von der Welle rausragt. So kann man dann das einstellen, dass es genau mittig in der Welle drin ist. Wenn man das dann hat, dann kann man die Klemmschrauben wieder herausschrauben und ich schraube die so weit raus, bis sie anliegen, also ohne sie zu befestigen. Und wenn die dann alle anliegen, dann schraube ich sie kurz auf Kontakt und wieder löse ich sie wieder, sodass die alle Schrauben nur leicht anliegen von der Klemmleiste, sodass ich noch die Höhe einstellen kann vom Hobelmesser. Wenn ich das dann habe, dann kann man auch schon mit dem Einstellen anfangen und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch Einstelllehren, das ist so eine Einstellbrücke mit Magneten, mit dem man dann die Höhe einstellen kann und da kann man sich eben auch mit so einer Wasserwaage, wenn sie relativ neu ist und nicht vermackt, dann kann man mit so einer Alu-Wasserwaage auch die Höhe des Hobelmessers einstellen und dafür muss man es dann auf den Tisch legen, was auch noch sehr wichtig ist. Beide Tische müssen eben sein und es muss quasi die Hobelmaschine auf 0 Spanabnahme eingestellt sein, damit beide Tische wirklich plan sind in der Fläche. Und dann habe ich mir für das Ganze auch 3 Linien markiert, damit ich quasi außen, rechts, links und in der Mitte das überprüfen kann. Und da will ich jetzt überprüfen, wie weit das Hobelmesser vom Abgabetisch höher ist. Und das mache ich mit einer Wasserwaage, da habe ich so eine Alu-Wasserwaage, die ist relativ neu und noch nicht vermackt oder irgendwie krumm. Und die kann ich dann auf den Tisch legen, da wo ich die Markierungen gemacht habe. Und habe jetzt hinten 2 quere Markierungen. Und dann lege ich die auf die hintere Markierung, die Wasserwaage, und kann dann mit der Hand die Hobelwelle nach vorne drehen. Und dann müsste, wenn das korrekte Maß eingestellt ist, müsste dann quasi
die Wasserwaage von der hinteren Markierung zur vorderen Markierung mitwandern. Da sieht man jetzt, dass es sich gar nicht bewegt, das heißt, das Hobelmesser ist zu tief. Und dann kontrolliere ich noch die mittlere Markierung, damit ich sehe, wie es überhaupt steht, das Hobelmesser. Da drehe ich jetzt wieder, da tut sich auch nichts, das heißt, es ist auch zu tief. Und dann noch die äußere Markierung, drehe ich jetzt wieder, da tut sich auch nichts, das heißt, mein ganzes Hobelmesser ist zu tief. Und um das zu ändern, muss ich eben die besagten 2 Imbusschrauben drehen. Was von Vorteil ist, wenn man jetzt 2 Satz Hobelmesser hat und die sind ungefähr gleich breit von der Breite, dann sollte man beim Wechseln von den Hobelmessern nicht zu viel an diesen Imbusschrauben rumstellen, sondern ungefähr das so lassen. Dann ist man schon ungefähr wieder in der Nähe, wie die vorherigen Messer waren von der Höhe. Dann geht es etwas schneller. Und da das jetzt zu tief war, muss ich jetzt links herumdrehen, damit das Messer nach außen kommt. Da drehe ich jetzt mal eine Umdrehung und schaue, wo ich dann bin bei der Markierung. Ich drehe jetzt wieder. Jetzt ist es fast schon perfekt auf Anhieb, aber das war jetzt Zufall. Wenn man jetzt das sich anschaut, dann ist es so, dass ich beim Drehen der Hobelwelle sich die Wasserwaage genau um die 3 mm von dem linken Bleistiftstrich auf den rechten gezogen habe. So wäre es perfekt. Jetzt nehme ich noch die mittlere Markierung und drehe. Da wäre es jetzt auch so gut wie in Ordnung. Jetzt soll ich noch die äußere Markierung überprüfen. Da habe ich jetzt deutlich zu viel. Ich hoffe, man kann das sehen. Da habe ich jetzt mehr als das Doppelte, wie man hier sieht. Also das Ganze mit dem Einstellen, das ist schon eine Sache. Da braucht man ein wenig Geduld. Da sich das auch gegenseitig beeinflusst, wenn man hier was einstellt, beeinflusst sich das auch auf der anderen Seite. Und das dauert schon ein bisschen. Und was auch noch der Fall ist, wenn man jetzt das Maß gefunden hat und man schraubt jetzt die einzelnen Klemmschrauben fest, dann kann sich das auch nochmal verändern. Also kann schon mal eine Viertelstunde dauern oder je nachdem, also für beide Messer kann schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde in Anspruch nehmen. So, jetzt habe ich das Hobelmesser eingestellt auf die Höhe. Da war es jetzt ein wenig weniger auf der Seite. Ja, da ist jetzt genau die 3 mm, was sich die Wasserwaage durch das Drehen von der Hobelwelle nach vorne verschiebt. Und zuletzt muss man jetzt noch die Klemmleisten wieder anziehen. Und zum Festziehen fange ich in der Mitte an und gehe dann auf beiden Seiten links und rechts, dass ich es festmache und wandere dann nach außen, damit es gleichmäßig angezogen ist. Und das mache ich dann in Schritten. So, dann wäre ich jetzt eigentlich fertig mit dem Einstellen und dem Wechseln von den Hobelmessern an dem abrichtigen Hobel. Und jetzt sieht man nochmal, was man so braucht. Also im Endeffekt einen Winkel und ein wenig einen Bleistift, damit man sich die Markierungen aufmalen kann. Den 5er Imbusschlüssel, den 8 mm Maulschlüssel und eine Alu-Wasserwaage. Jetzt kann ich es nochmal zeigen. Wenn ich jetzt die Welle drehe, müsste man sehen, wie sich die Wasserwaage nach vorne bewegt. Jetzt hat sie sich um diese 3 bis 4 mm nach vorne bewegt. Und abschließend wäre noch zu sagen, sollte man nochmal beide Klemmleisten überprüfen, ob die wirklich beide fest sind. Und nach gewissen Zeiten, wenn man eine gewisse Zeit mit kurbelt hat, sollte man die nochmal überprüfen, ob die Klemmleisten auch die Schrauben alle noch fest sitzen. So, ich habe jetzt den dicken Hobel wieder angeschlossen an den Starkstrom und habe jetzt hier Kantholz und will jetzt anhand von dem Kantholz nochmal überprüfen, ob die Hobelmesser so richtig eingestellt sind. Genauso will ich auch nochmal schauen, wie die Oberfläche
jetzt mit dem neuen Hobelmesser ausschaut. So, ich bin jetzt da fertig mit dem Hobeln und ich muss sagen, das Ergebnis, das kann sich echt sehen lassen. Ich weiß nicht, ob man das so jetzt auf der Kamera sieht, aber das ist schon eine schöne glänzende Oberfläche geworden. Und nur wenn man jetzt genauer hinsieht, sieht man am Ende ganz leichten Hobelmarken. Aber so eine Sache wie jetzt ein Hobelschlag ist jetzt hier bis zum Schluss an der Kante nicht zu erkennen. Das gleiche ist auf der anderen Seite. Da sieht man jetzt auch nicht, dass da irgendwie ein Hobelschlag wäre. Nur ganz leichte Hobelmarken. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass wenn man das da am Anfang drüber führt, das Holz, dass da vielleicht noch mehr Schwingungen oder irgendwas entstehen, sodass die ersten paar Zentimeter vom Holz noch leichte Hobelmarken dran sind. Deshalb ist es wahrscheinlich auch schon wichtig, dass man das so einstellt mit den 3 mm. Dann hat man auch den Hobelschlag nicht. Und wie lange jetzt so ein Hobelmesser hält, das kann man jetzt schlecht sagen. Es kommt wirklich auf den Anwendungszweck an, was man hobelt, ob man jetzt Weichholz, Hartholz hobelt, wie viele Betriebsstunden man mit solchen Messer hobelt. Aber es hat sich jetzt in dem Fall auf jeden Fall rendiert, da das wieder schön glatt ist und eine schöne Fläche.